Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Ein enttäuschendes Real Madrid kommt gegen ein starkes Al-Hilal nicht über ein 1:1 hinaus. Und ich muss zugeben, ich bin enttäuscht. Auf der einen Seite bin ich enttäuscht, da ziehe ich mir den Schuh auch selber an, weil ich falsche Erwartungen hatte. Jeder, der in seinem Leben mal etwas verändern wollte, weiß, dass so etwas Zeit braucht. Ich glaube, du kannst auch keine Diät anfangen und nach 2 Tagen alles hinschmeißen, weil die Waage noch nicht das zeigt, was du willst. Ich glaube, jeder versteht diesen Vergleich. Also den Schuh ziehe ich mir selber an. Aber ich bin auch etwas enttäuscht von Xabi Alonso. Warum das so ist, erkläre ich natürlich in dem Video. Und vor allem bin ich auch enttäuscht von einigen Spielern. Aber es ist nicht alles schlecht gewesen. Es gibt auch einige Spieler, die mich überzeugt haben. Und nicht nur mich, sondern auch Xabi Alonso. Wir hören uns gleich seine Antworten auf der Pressekonferenz an. Und die gehen für mich alle ganz klar in eine Richtung. Ein kleiner Tipp, es ist kein Zufall, dass ich dieses T-Shirt anhabe. Also viel Spaß beim Video. Jeder Madridista, der gestern gedacht hat, mit Carlo Ancelotti sind alle Probleme verschwunden und unter Xabi Alonso wird jetzt jedes Spiel ein Feuerwerk, wie bei Bayer Leverkusen, als er ungeschlagen deutscher Meister geworden ist, hat gestern einen bösen Realitätscheck bekommen. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin einer von diesen Madridistas. Ich muss mir diesen Schuh anziehen. Ich hatte unrealistische Erwartungen und das hat man gestern auf dem Platz gesehen. Real Madrid und insbesondere Xabi Alonso hat noch eine Menge Arbeit vor sich. Wenn wir ehrlich sind, gestern sah es aus wie ein Spiel von Carlo Ancelotti, nur an der Seitenlinie saß zufälligerweise Xabi Alonso. Und das Gleiche könnte man sogar über die Aufstellung sagen. Denn das ist der kleine Kritikpunkt oder der größere, den ich an Xabi Alonso habe. Ich habe erwartet, dass er die Probleme von Real Madrid in der letzten Saison erkannt hat. Ein Rodrigo ist kein rechter Flügel für Real Madrid. Ein Vinicius ist komplett überspielt. Ein Jude Bellingham hat viel zu viele Minuten in den Knochen. Das gleiche Problem, was wir im Laufe der gesamten letzten Saison hatten, dass es viel zu lange dauert, bis der Ball von der Abwehr in den Sturm gerät, haben wir gestern 1:1 wieder gesehen. Uns fehlte im zentralen Mittelfeld wieder die Kreativität. Und die Außenstürmer haben mal wieder, wie unter Carlo Ancelotti, viel zu wenig nach hinten gearbeitet. Wobei ich dabei sogar einen Fran Garcia positiv herausnehmen muss. Der hat mir gestern für seine Verhältnisse gut gefallen. Wer mir nicht gefallen hat, bin ich ganz ehrlich, Trent Alexander-Arnold. Vor allem eine Aktion, wo er als letzter Mann den Gegenspieler einfach vorbeilaufen lässt. Wobei ich glaube, Fran Garcia war das da, sein Leben lässt, damit der Ball nicht ins Tor geht. Also das war eine Aktion, da muss Xabi Alonso angreifen. Aber im Großen und Ganzen schätze ich mal, es gibt Fehler, die musst du einfach selber mal in deinem Leben gemacht haben. Meine Frau sagt es mir immer wieder, wenn ich meinem Sohn sage, mach das nicht, mach das nicht. Es gibt Fehler, die musst du halt selber spüren. Und ich glaube, Xabi Alonso hat diese Fehler gespürt. Vor allem, wenn man ihn in der Pressekonferenz reden gehört hat, was er danach gesagt hat, da kommen wir wie gesagt später zu. Ich glaube, Xabi Alonso hat nicht umsonst in der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt, wir werden von Spiel zu Spiel besser werden. Wir werden von jedem Spiel lernen müssen. Das hier ist ein Prozess und wir werden am Ende des Turniers eine bessere Mannschaft als am Anfang des Turniers. Ich meine, schlechter geht es auch kaum. Naja, wie dem auch sei, das war wirklich kein gutes Real Madrid und Xabi Alonso hat noch eine Menge Arbeit vor sich. Wer das Ganze relativ gut zusammengefasst hat, ist tatsächlich nach dem Spiel gewesen Thibaut Courtois. Der hat ein Interview gegeben und ich fand es sehr interessant und ich schlage einfach mal vor, hören wir es uns zusammen einmal an. Das Tor von Gonzalo unter Elfmeter, den Bono gehalten hat. Ich weiß nicht, ob das die Zusammenfassung ist oder was du erzählen kannst. Doch. Nein, ich glaube, das ist so. In der ersten Halbzeit hat uns ein wenig das Tempo am Ball gefehlt. Wir hätten schneller spielen, mehr zwischen den Linien suchen müssen, manchmal mehr Ballbesitz haben, damit wir bei dieser Hitze nicht ständig dem Ball hinterherlaufen müssen. Und naja, sie waren in der ersten Halbzeit besser.
Trotzdem sind wir mit 1-0 in Führung gegangen. Der Elfmeter war ein bisschen unnötig natürlich, so dass es zum 1:1-Ausgleich kam. Ich finde, was in der zweiten Halbzeit haben wir ziemlich gut gespielt, auch wenn wir vielleicht nicht die ganz großen Chancen hatten, aber am Anfang die Latte, die Parade von Bono und dann der Elfmeter. Deshalb denke ich, dass die zweite Halbzeit viel besser war und daran müssen wir uns für Sonntag und das, was kommt, festhalten. Legt Xavi in diesen ersten Trainingseinheiten besonderen Wert auf etwas? Was möchte er vermitteln? Nein, er möchte seine Spielweise und die unterschiedliche Art zu verteidigen, die unterschiedliche Art anzugreifen. Und genau das müssen wir versuchen umzusetzen und zu machen. Letztendlich waren wir 4 Jahre lang mit Ancelotti zusammen, wodurch wir bestimmte Automatismen entwickelt haben. Und diese Automatismen müssen wir jetzt versuchen, an das anzupassen, was der Trainer jetzt will. Und das ist nichts, was in 4 Tagen einfach so funktioniert. Wir versuchen es, wir schauen uns Videos an und reden viel und ich glaube, es wird besser werden. Und aus diesem ersten Spiel werden wir viel lernen und das, was kommt, wird dann besser sein. Ja, und ich muss zugeben, es fühlte sich so an, als wenn er mir dieses Interview selber ins Gesicht gegeben hätte. Seine Aussage ist ganz klar. Wir haben die Automatismen von 4 Jahren Carlo Ancelotti. Sowas kriegst du nach 3, 4 Trainingseinheiten logischerweise nicht raus. Das ist ein Prozess. Xabi Alonso möchte, dass wir anders angreifen. Xabi Alonso möchte, dass wir anders verteidigen. Und sowas dauert nun mal Zeit. Dazu hat er auch noch gesagt, dass wir einen dämlichen Elfmeter hergeschenkt haben. Auch da muss ich einem Thibaut Courtois recht geben. Ein Raúl Asensio, das hat Xabi Alonso danach in der Pressekonferenz gesagt, hat unter Antibiotika trainiert die Woche, hat das gestern mit der Sonne, mit der Hitze nicht gut hingekriegt. Das hat man bei dem Elfmeter auch gesehen. Wobei ich auch ganz ehrlich bin, wenn ich sehe, welche Linie die Schiedsrichter in dieser WM pfeifen, wie viel die eigentlich durchgehen lassen, wundert es mich, dass er so schnell auf den Punkt gezeigt hat für so einen leichten Halter. Aber wir Madridistas dürfen uns auch nicht beschweren. Ein Raúl Asensio bietet diesen Elfmeter, bietet diesen Halter an. Der Stürmer nimmt den dankend an und der Schiedsrichter hat sich gedacht, das reicht für einen Elfmeter. Also ich sage jetzt nicht, dass das eine Fehlentscheidung war. Was ich aber meine ist, wenn man die Linie sonst des Schiedsrichters gesehen hat, wie viel er eigentlich hat durchlaufen lassen, wunderte es mich, dass er da auf einmal so strikt war. Aber naja, über die Qualität der Schiedsrichter bei der Club-WM wurde schon relativ viel gesagt. Ja, wie gesagt, Thibaut Courtois hat das Ganze gut zusammengefasst. Viel zu viele dämliche, einfache Ballverluste. Dadurch musstest du bei 35 Grad in praller Hitze hinterherlaufen. An ein Pressing war noch überhaupt nicht zu denken. Und einige Spieler, denen merkt man einfach an, dass sie noch viel zu viel Ballast aus der abgelaufenen Saison nehmen. Wann sollten die sich denn ausruhen? Die sind von dieser Liga, wo die 70 oder 60 Spiele hatten, zu den Ländern-Nationalmannschaften und von da direkt zum nächsten Turnier. Die Spieler sind platt. Wem hat man das besonders angemerkt? Meiner Meinung nach ein Jude Bellingham. Hat der überhaupt mitgespielt? Es war vielleicht mit das schlechteste Spiel. Und wir Madridistas sollten uns fragen, ob es nicht vielleicht clever wäre, einen Jude Bellingham jetzt schon operieren zu lassen, damit er sich wirklich mal erholen kann. Denn wir haben jetzt einen Jude Bellingham, der vielleicht bei 30% seiner Kapazität ist. Ganz schlimm fand ich es auch bei Vini Junior. Alles falsch. Wenn er passen sollte, hat er gedribbelt. Wenn er dribbeln sollte, hat er gepasst. Meistens daneben, den Ball verloren. Also aus dem Vini Junior, der knapp davor war, den Ballon d'Or zu gewinnen oder der den hätte gewinnen müssen, von dem ist gerade gar nichts übrig. Der ist ein Schatten seiner selber. Und der braucht auch Pause. Und auf der anderen Seite ein Rodrigo. Ja, ein Rodrigo hat das Tor vorbereitet. Aber ein Rodrigo ist einfach kein rechter Flügel. Und den Schuh, den ich den beiden Brasilianern, deshalb sind das für mich auch die größten Enttäuschungen des gestrigen Abends, den ich den anziehen muss, ist die Rückwärtsarbeit. Beide. Ein Fran Garcia muss ich noch ein Kompliment machen, der hat das gut alleine über die Bühne gekriegt. Auf der anderen Seite ein Trent Alexander-Arnold. Nein, viel zu wenig. Der hat sowieso schon in der Defensive seine Probleme. Der braucht Unterstützung von einem Tchouaméni, von einem Rodrigo, vielleicht von einem Asensio. Der sah gestern wirklich schlecht aus. Wie gesagt, sogar in der einen Aktion, wo er als letzter Mann den Gegenspieler einfach vorbeilaufen lässt.
Also, da muss Xabi Alonso noch eine Menge arbeiten. Aber Xabi Alonso, ich schätze den anders ein als ein Carlo Ancelotti. Ein Carlo Ancelotti hat ja die gleichen Fehler immer und immer wieder gemacht. Ein Xabi Alonso, das hat man bei Leverkusen gesehen, das hat man bei Real Sociedad B gesehen, der lernt aus seinen Fehlern. Der ist auch bereit, die Formation zu ändern, die Spieler zu ändern, etc. pp. Und jetzt hören wir uns mal 2 Antworten an. Ich lasse die am Stück durchlaufen. Was er gelernt hat, woran es lag, seiner Meinung nach, was Madrid schlecht gemacht hat und wo Real Madrid besser geworden ist und woran Madrid noch arbeiten kann. Hören wir da zusammen einmal rein. Hallo Xavi, einen schönen guten Tag. Antonio Romero live für El Larguero von der Cadena SER. Gestern in der Vorschau war einer der auffälligsten Sätze, die du gesagt hast. Morgen beginnt das Rock'n'Roll. Gab es in der zweiten Halbzeit mehr Rock'n'Roll als in der ersten? Was hat der ersten Halbzeit gefehlt, um das Rock'n'Roll zu haben, das Xabi Alonso erwartet? Ja, da stimme ich zu. Die zweite Halbzeit war deutlich besser als die erste. In der ersten Halbzeit hat uns vieles gefehlt, mit und ohne Ball. Ich denke, wir haben den Ball zu schnell verloren. Wir hatten nicht genug Balance. Und das sind Dinge, über die wir gesprochen hatten, aber es hat uns etwas mehr Zeit gekostet. Mir hat die Reaktion in der Halbzeitpause gefallen. Wir konnten dem Spiel eine andere Richtung, ein anderes Tempo geben, mehr Leute einbinden, die dem Spiel eine gute Pause, eine gute Kontrolle gegeben haben. Ich glaube, dass wir durch diese Spielkontrolle mehr auf der gegnerischen Hälfte spielen und das Pressing besser anpassen konnten. Wir waren viel mehr in ihrer Nähe, näher an ihrem Strafraum. Das hat uns in der ersten Halbzeit viel mehr Mühe bereitet. Und dann im letzten Drittel war es so, dass sie sich sehr weit zurückgezogen haben. Es war schwierig für uns. Wir hatten ein paar Flanken, ein paar Abpraller, die Latte, den Elfmeter. Und offensichtlich ist das ein Prozess. Alles braucht seine Zeit. Die erste Halbzeit war nicht so gut, die zweite besser. Und wir müssen das Positive mitnehmen und das Negative betrachten, um daraus zu lernen. Hallo Xavi, hier hinten ist Alberto. Ich weiß nicht, wenn du das Spiel im Großen und Ganzen beschreiben müsstest, was hat dir am meisten gefallen und was am wenigsten am Team? Hast du das Gefühl, dass diese Dinge Geduld erfordern, dass sie nicht in 9 Tagen und 9 Trainingseinheiten entstehen können? Daran besteht kein Zweifel, das wussten wir ja schon, oder? Wer gedacht hat, dass das hier alles sofort perfekt funktionieren würde? Nun, wir wussten, dass einige Dinge gut laufen würden und dass wir an anderen weiterarbeiten müssen, damit sie sich verbessern. Und wie ich gerade deinem Kollegen gesagt habe, glaube ich, dass wir in der zweiten Halbzeit, indem wir mehr Qualität am Ball und eine bessere Ballkontrolle hatten, uns durchsetzen konnten. In der ersten Halbzeit ist uns das nicht gelungen. Ja, ich zitiere, wir konnten mehr Leute einbinden, die dem Spiel eine gute Pause, eine gute Kontrolle gegeben haben. Und wir hatten mehr Qualität am Ball und eine bessere Ballkontrolle. Ja, und jetzt fragen wir uns, was hat sich denn geändert in der 45. Minute? Wer hat denn mehr Ballkontrolle, mehr Pause, mehr Qualität ins Spiel gebracht? Und das, glaube ich, das war ein Spieler. Dieses zweite Halbzeit hatte einen Namen. Ganz klar Arda Güler. Die erste Halbzeit von Real Madrid erinnerte an die schlimmsten Zeiten von Carlo Ancelotti. Die zweite war bei weitem noch nicht das Real Madrid, was wir alle am Ende oder in der Saison sehen wollen oder wenn es in der Champions League um alles geht. Natürlich noch nicht. Aber es war ein deutlich besseres Real Madrid. Ja, und das, wie gesagt, ein Xabi Alonso hat ganz klar gemacht, was in der zweiten Halbzeit besser lief. Er sagt auch, wir müssen uns an die zweite Halbzeit, wir müssen positiv die bewerten. Und meiner Meinung nach hat er deutlich gemacht, auf wen er ab jetzt im Mittelfeld setzen wird. Ja, aber Arda Güler war tatsächlich nicht der einzige Spieler, den ich positiv herausheben möchte. Es gibt noch 2 weitere. Fran Garcia war auch ganz okay, muss ich zugeben. Wer mir tatsächlich gut gefallen hat, war Dean Housen. Macht er hier und da noch Fehler? Ja, der Junge ist 20, der hatte auch einen Ballverlust, den darf man sich nicht erlauben. Aber wenn du versuchst, alles spielerisch zu lösen, kommen nun mal ab und zu diese Ballverluste. Aber auf lange Dauer ist es viel besser, wenn du da hinten einen stehen hast, wie einen Dean Housen, der nicht nur im Kopfballspiel eine absolute Maschine ist. Also das wird Madrid schon deutlich helfen, vor allem im Aufbauspiel. Er war der Verteidiger, er war quasi ein Libero, wie aus den guten alten Zeiten, der dafür gesorgt hat, dass der Ball sauber, mit der exakten Kraft, mit der richtigen Timing etc. von der Abwehr ins Mittelfeld gekommen ist. Vom Mittelfeld nach vorne, da sah ich meiner Meinung nach das größte Problem, aber Dean Housen möchte ich ein Kompliment machen. Dann vorne drin Gonzalo Garcia. Ich habe euch gesagt, unter Xabi Alonso weht ein anderer Wind und der hat gestern geweht.
Ein Gonzalo Garcia von Anfang an auf der 9 und der Junge hat das Spiel durchgespielt, hat ein tolles Spiel gemacht, war ein ständiger Gefahrenherd, hat absolut verdient das 1:0 für Madrid gemacht, also nicht für Madrid verdient, sondern für ihn selber, für seine Leistung, hatte in der zweiten Halbzeit auch noch 3 oder 4 Kopfballchancen. Der gewinnt einfach Kopfballduelle gegen Koulibaly. Was ist das für ein Junge? Also ein tolles Spiel von Gonzalo Garcia. Absolut verdient MVP. Und das ist das Feuer, was ich am liebsten von allen Madridistas gesehen hätte. Es gab Szenen, wo der rechts hinten Trent Alexander-Arnold geholfen hat oder hinten links Fran Garcia. Man sieht die Illusion dieses Feuer. Er weiß, dass er eine einmalige Chance hat. Und die hat er meiner Meinung nach genutzt. In Madrid wird viel diskutiert, ob wir einen Stoßstürmer brauchen, einen Budimir, etc. pp. Einen neuen Joselu. Weiß Gott, vielleicht hat Gonzalo Garcia sich diesen Spot selber erarbeitet und wir brauchen kein anderes Geld mehr in die Hand nehmen. Ja, das war mehr oder weniger die Spielbewertung von gestern. Einige Spieler haben mir gefallen, andere wiederum nicht. Und im Mittelfeld braucht Real Madrid eine deutliche Steigerung, wobei ich auch nicht weiß, ob man einem Bellingham, einem Valverde, einem Tchouaméni gerecht wird, wenn diese Jungs, glaube ich, inzwischen im Saisonspiel Nummer 65, 66 sind und ein Jude Bellingham mit einer absolut kaputten Schulter und wir trotzdem Weltklasse von denen erwarten. Ich hoffe, dass ein Xabi Alonso da reagiert und den Jungs etwas mehr Unterstützung anbietet. Meiner Meinung nach sollten wir zurzeit nicht mit einem 4-3-3 spielen. Ich glaube, zurzeit wäre ein 4-4-2 die deutlich bessere Lösung. Sind wir mal gespannt, was Xabi Alonso für Lehren aus diesem Spiel zieht. Ja, aber das waren nicht die einzigen Spiele am gestrigen Tag der FIFA Club WM. 18 Uhr, etwas vor unserem Spiel, hat Manchester City gegen WAC 2:0 gewonnen. Absolut verdient. Viel gibt es darüber nicht zu sagen. Manchester City hat mit einer C11 gespielt, aber die C11 ist trotzdem 1 Milliarde Euro wert. Also das war kein verwunderlicher Sieg von Manchester City. Die werden nächstes Jahr ein ganz anderes Gesicht zeigen, als in dieser Saison mit Manchester City ist wieder zu rechnen. Dann nach unserem Spiel unsere Gruppengegner Pachuca gegen Salzburg. Salzburg hat sich da 2:1 durchgesetzt. Also zurzeit Tabellenerster in unserer Gruppe. Madrid muss also sowohl gegen Pachuca als gegen die Österreicher ein neues, ein anderes, ein frischeres, besseres Gesicht zeigen. Ja, und zu guter Letzt um 3 Uhr morgens ein Spiel, was keiner mehr gesehen hat. Und zwar hat Juventus Turin 5:0 gewonnen gegen Al-Ain. Also bei einem 5:0, ich bin ganz ehrlich, ich habe mir nur die Wiederholung der Tore angeguckt, aber ich habe mir die Statistik gespart, denn ein 5:0 spricht klare Bände, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Juventus Turin absolut verdient. Ja, am heutigen Tag wird natürlich weiter Fußball gespielt. Um 18 Uhr Palmeiras gegen Al-Ahly, danach um 21 Uhr Inter Miami gegen Porto und ich glaube, Porto wird da einen klaren Sieg davon ziehen. Bin ich mal gespannt. Und um 0 Uhr trifft Atletico Madrid auf Seattle. Und ausgerechnet um 3 Uhr morgens das Spiel, was mich am meisten interessiert hätte, Paris Saint-Germain, der aktuelle Champions-League-Sieger gegen Botafogo. Naja, ist traurig, dass dieses Spiel um 3 Uhr ist. Ich werde es mir nicht anschauen. Vielleicht schaffe ich es morgen vor meinem Video noch die gesamte Wiederholung zu sehen. Denn ich bin ganz ehrlich, so sehr ich Paris, den Verein, nicht mag, so sehr macht es zurzeit leider Spaß, der Mannschaft, den Jungs beim Fußballspielen zuzugucken. Ja, und bevor ich mich verabschiede, gestern wurde das erste Real Madrid-Trikot, das weiße Heimtrikot, verlost. Der Gewinner hat sich auch schon per E-Mail gemeldet. Also wir stehen da in Kontakt. Das erste Trikot geht bald auf den Weg. Der zweite Gewinner hat sich allerdings noch nicht gemeldet. Also lieber Yusuf, wenn du dieses Video siehst oder dir den Stream von gestern anschaust, du bist der Gewinner des zweiten Trikots. Allerdings hast du nur 7 Tage Zeit, also ich finde das schon ganz okay, mir eine E-Mail zu schreiben an rocket4@outlook.de. Dann diskutieren wir, welche Nummer du haben möchtest, welche Größe etc. pp. Und ich schicke dir dein Trikot zu. Also Yusuf, 7 Tage Zeit. Solltest du dich innerhalb der 7 Tage nicht melden, wird dieses Trikot natürlich nochmal verlost. Ja, das war die Zusammenfassung des gestrigen Tags. Sagt mir bitte, was ihr zu diesem Video zu sagen habt. Was war eure Meinung zu dem Spiel? Seht ihr das wie ich, dass Xabi Alonso ganz klar darauf hingewiesen hat, dass dieser Mann die Lösung ist? Lasst das bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like da, teilen, followen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Mir fehlen keine 200 Follower mehr, um auf 10.000 zu kommen. Vielen Dank dafür, aber helft mir bei diesem Endspurt. Und wir sehen uns übermorgen wieder. Morgen wird es kein Video geben. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin.